Hallo Claudia, erzähl uns doch mal, was du beruflich mit künstlicher Intelligenz und Quantentechnologien zu tun hast. Also es war so, dass ich nicht ganz typisch aus dem Bereich ja komme und wo ich vorher gearbeitet habe, im Fernsehen und auch bei Jamba, die passen eigentlich so überhaupt nicht zu einer Deutschen Telekom oder auch zu einem Forschungsbereich. Das heißt also, ich bin tatsächlich artfremd, bin aber immer neugierig gegenüber neuen Technologien gewesen und insofern hat es mich dann irgendwann hier in die Deutsche Telekom verschlagen und dann eben in den Innovationsbereich. Ich bin total neugierig und freue mich, mit den neuesten Technologien hantieren zu können. Insofern passt es natürlich jetzt ganz gut, im Bereich Machine Learning zu arbeiten, bis hin dann eben auch Themen zu erforschen wie Quantum Computing. Und wie kann man sich eure Arbeit beim T-Lab vorstellen? Also unsere Aufgabe als Forschungsbereich ist es, in die Zukunft zu gucken. Das heißt, wir lesen wissenschaftliche Paper, wir diskutieren mit Professoren, wir interessieren uns auch für die neuen Technologien und studieren die tatsächlich erst einmal, um zu erfahren, was davon wird relevant für die Deutsche Telekom. Ja? Also was davon hat etwas mit Telekommunikation zu tun, mit Übertragung von Daten oder auch eben mit den ganzen Infrastrukturen, die wir hier sicherstellen, dass eine Telefonie, Mobilfunktelefonie funktioniert, dass wir Internetzugang haben. Das heißt, wir müssen gucken, was bringt uns die Zukunft und wie können wir das übersetzen. Und da haben wir so verschiedene Bereiche, die wir uns genauer angucken, wie zum Beispiel Cyber Security, oder wir gucken uns auch an, ist eine KI auch immer fair? Ja, da gucken wir uns die Robustheit von künstlicher Intelligenz an, oder wir beschäftigen uns tatsächlich auch, wie können wir es noch effizienter gestalten in unseren Netzen, dass das noch besser auch für den Endkunden wird. Kannst du beschreiben, was dich an deiner Arbeit motiviert? Tatsächlich ist es so, dass man nie auslernt, dass man ständig eben auch mit Menschen zusammenkommt, die so viel schlauer sind als du selbst und die dir Dinge erklären und die du aufsaugen kannst, die du vielleicht einfach auch vorher noch nie berücksichtigt hast. Das ist auch etwas, was mir unheimlich Spaß macht. Also dieses Zusammentreffen mit Wissenschaftlern, aber eben auch mit Businessmenschen und da dazwischen zu hocken und die alle miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, das ist schon echt eine super Gelegenheit. Ihr habt ja viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Welche Verbindung gibt es da zu Quantencomputern? Der Ursprung für die KI sind ja auch Datenmengen, große Datenmengen. Und dass wir uns jetzt damit so intensiv auseinandersetzen können, hat damit zu tun, dass wir eben auch diese großen Datenmengen transportieren können, dass wir sie speichern können, dass wir überhaupt erst in der Lage sind, mit auch der Computertechnologie diese großen Datenmengen zu verarbeiten. Das ist quasi erstmal der Ursprung, warum KI jetzt wieder so relevant geworden ist und warum das wieder so trendig geworden ist. Wenn jetzt also auch ein Teil davon, nämlich die Computertechnologie, immer besser wird und man plötzlich völlig neue Technologien dafür nutzen kann, wie zum Beispiel die Quantentechnologie, dann bekommt die künstliche Intelligenz und alles, was damit zu tun hat, also nochmal einen Sprung und wird noch präziser, noch besser, und es werden tatsächlich überhaupt erst Sachen möglich, die jetzt aktuell mit der bisherigen Technologie gar nicht möglich sind. Gibt es ein konkretes Beispiel, wo Quantencomputer uns helfen könnten? Kann man sich das so vielleicht einfach vorstellen, man hat einen Tisch mit 10 Personen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, die Personen an diesem Tisch zu platzieren? Und das ist total verrückt, weil 10 Personen klingt erstmal nicht viel. Ja, also wenn man sich so überlegt mit den Tischkärtchen und so weiter. Und wenn man aber das berechnet, dann kommt man auf 3,6 Millionen. Und das geht über Fakultät, ja, 10 Fakultät, 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und dann lande ich bei 3,6 Millionen verschiedenen Kombinationen. Das ist schon echt viel. Und wenn man das jetzt übersetzt auf eine Telekom-Sprache, dann ist die Aufgabenstellung möglicherweise bei einem unserer Techniker, der morgens rausfährt zu 20 verschiedenen Punkten. Und der will halt für sich den besten Weg finden, wo fahre ich zuerst hin, wo fahre ich danach hin, diese Möglichkeiten so schnell zu berechnen, dass er morgens losfährt und dann auch bei dem nächsten Punkt wieder den nächstbesten Punkt bekommt. Das ist einfach mit der jetzigen Technologie fast unmöglich. Aber das wird zukünftig mit Quantentechnologie schon möglich, dass er also in Echtzeit diese Berechnung des besten Weges zu einem bestimmten Zeitpunkt immer berechnet bekommt. Warum werden Quantentechnologien für den Telekommunikationsbereich in Zukunft so wichtig werden? Im Bereich Quantentechnologie gibt es ja auch das Feld der Kryptographie, also der Verschlüsselungstechnologie. Und hier ist zum Beispiel für uns als Deutsche Telekom total wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Netzinfrastrukturen auch in den nächsten 20 Jahren sicher bleiben. Also dass es keine Angriffe gibt von außen, die das Netz plötzlich komplett
aussetzen. Da ist wahnsinnig viel möglich. Also tatsächlich ein Schlüsselaustausch, der eben dazu führt, dass eben die Netze nicht mehr knackbar sind. Aktuell haben wir 72 Millionen Angriffe auf das deutsche Netz pro Tag. Daran sieht man schon, dass es da sehr viel Aktivitäten gibt. Und wenn ich das vergleiche mit einer Zahl vor 2 Jahren, da waren es noch 2 Millionen pro Tag. Also von 2 Millionen gestiegen auf 72 Millionen Cyberattacken pro Tag. Was glaubst du, sind die Potenziale, aber auch die Herausforderungen bei der Verwendung von Quantentechnologien? Plötzlich möchten alle Menschen das verstehen, was hinter dieser Technologie steckt. Das ist echt verrückt, weil wer beschäftigt sich denn wirklich damit, wie ein klassischer Computer funktioniert? Wer baut wirklich den Computer auf und guckt da rein und will verstehen, wie das alles da funktioniert? Total wenig, eigentlich nur die wirklich mit IT zu tun haben. Und jetzt kommen neue Technologien auf und alle wollen verstehen, wie eine KI funktioniert. Die wollen verstehen, wie ein Quantencomputer funktioniert, wie ein Qubit funktioniert. Das ist schon echt erstmal überraschend. Ja? Insofern finde ich es ganz gut, wenn man neugierig ist. An der Stelle kann ich aber auch nur sagen, versucht es nicht alles zu verstehen, sondern versucht es eher zu nutzen. Und so sehen das auch viele Quantenphysiker, die sagen auch, ich will nicht gar nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, sondern ich will lieber darüber nachdenken, was damit möglich ist. Man muss am Ende, wenn man sich mit so vielen Technologien beschäftigt, auch immer Mensch bleiben und auch daran denken, dass das alles, was man tut, im Sinne der Menschheit ist und dass man eben versucht, gute Sachen zu lösen, also große Probleme lösen kann mit so einer neuartigen Technologie. Also dass man positiv daran geht und Mensch bleibt. Die Technologie selbst, wenn man einen Quantencomputer nimmt, beispielsweise einen richtigen großen Gate-Computer, dann verbraucht er möglicherweise sehr viel Energie. Oder sind auch die Materialien beispielsweise nachhaltig genug für unsere zukünftigen Ansprüche? Und wie wird es dann aussehen, wenn wir in Zukunft so viele Quantencomputer haben und die so viel Energie verbrauchen? Ist das dann überhaupt noch nachhaltig? Dann gibt es aber eben auch die, sagen wir mal, inhaltliche Betrachtung. Wenn so etwas so wahnsinnige Möglichkeiten eröffnet, kann es dann nicht auch in die falsche Richtung abbiegen. Ja, also diese Diskussion gibt es ja bei der künstlichen Intelligenz auch. Und dann die muss man sich hier auch stellen. Also wenn es um Quantenkommunikation geht, also um die Kryptographie, Verschlüsselungstechnologien, dann gibt es sicherlich auch negative Energien, wie zum Beispiel Black Hats, die also eben als bösartige Hacker versuchen, das Netz zu knacken. Und da muss man dann schneller sein und halt darauf achten, dass man eben auch diese Technologie beherrscht und eben rechtzeitig oder frühzeitig sein Netz sicher macht. Wem würdest du empfehlen, sich mit solchen komplexen Themen zu befassen? Man sollte Spaß daran haben, ganz viele Dinge auszuprobieren, wo ich am Anfang noch nicht weiß, was vielleicht am Ende bei rauskommt. Das heißt also, ich kriege eine bestimmte Aufgabe und versuche die auf 10 verschiedene Arten. Das kann auch sein, dass ich 10-mal damit scheitere und davon darf ich mich dann nicht abbringen lassen. Ich muss also auch eine gewisse Hartnäckigkeit mitbringen, aber eben auch den Mut zu sagen, schmeiß alles nochmal weg und fang nochmal von vorne an. Und ich glaube, das ist etwas, so eine richtige Experimentierfreudigkeit, wenn man die mitbringt, dann ist man, glaube ich, in der Quantentechnologie sehr gut angesiedelt. Was könnte eine der spannendsten Entwicklungen in ferner Zukunft sein? Ich glaube tatsächlich so im Stil der Teleportation, wie wir es aus den Science-Fiction-Filmen kennen, das wird eines Tages möglich sein. Und ich glaube, wenn man sich mal wirklich alte Science-Fiction-Filme anguckt und was heute tatsächlich möglich ist, dann sieht man, oh mein Gott, die hatten alle recht gehabt. Also das ist verrückt, ja. Ich glaube, eines Tages werden wir mindestens materielle Dinge transportieren können. Vielleicht noch nicht Menschen, aber auf jeden Fall materielle Dinge.